Hallo liebe Freunde des grünen Daumens, mein Name ist Michi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Herbs and Terps. Und damit auch ganz herzlich willkommen zur offiziellen Eröffnung der dritten Staffel von Herbs and Terps. 3 Staffeln, habe ich irgendwie was nicht mitbekommen? Naja, ich ordne das so ein bisschen nach den Pflanzen, die ich in den großen Zelten, also den 70 mal 70 mal 1,60er Zelten angebaut habe. Wir erinnern uns vielleicht an Staffel 1, da hatte ich so einen kleinen Pilotversuch mit der Royal Haze Automatic im Spider-Farmer-Zelt. In der zweiten Staffel hatte ich die OG Kush von Royal Queen Seeds und die Purple Oreos F1 von Seedsman in einem 70 x 70 x 1,60er Zelt. Und ja, Staffel 3 beginnt und dieses Mal habe ich mich für einen 100%igen Royal Queen Seeds Grow entschieden. Ja, ihr habt richtig gehört und ich will, dass ihr auch alle euren gesamten Hass über Royal Queen Seeds jetzt hier unten in die Kommentare reinschreibt, damit ihr es in den nächsten Videos nicht machen müsst. Hintergrund ist folgender. Also mit dem Grow der OG Kush von Royal Queen Seeds war ich persönlich wirklich super, super, super zufrieden. Also das Produkt, was da rausgekommen ist, ich habe ja in meinen Beiträgen unten auch mal so ein Analyseergebnis gezeigt. Fand ich schon echt beachtlich und vor allem auch die Qualität, die dabei rumgekommen ist, hat mich echt umgehauen. Und deswegen dachte ich mir, will ich Royal Queen Seeds auf jeden Fall nochmal eine Chance geben und habe mich auch hier für richtig schöne Klassiker entschieden. Und zwar zum einen für die White Widow Variante. Ein paar Details werde ich nachher, wenn wir uns unten den kleinen Keimling angucken, auch noch mit einblenden. Und dann auch für die Trainwreck. Warum die Trainwreck? Ich habe bisher hier auf YouTube noch gar nichts zu dieser Sorte gesehen oder gehört. Finde ich ultra spannend, denn ich habe vor etwa einem Jahr mal eine kleine Kostprobe mit einem Freund gehabt und ich fand den Effekt wirklich ekstatisch. Schwer zu beschreiben, aber wirklich sehr erhebend, sehr energiegeladen, also ein absolutes Sativa-High. Und es war eben auch aus genau diesem Saatgut und der hat mir eine Nuss vorbeigebracht, die ich jetzt eben auch mit eingesetzt habe. Und auch da ist die Keimung erfolgreich gewesen. Wir gucken uns die kleinen an, dann werde ich noch ein bisschen was zu den Sorten auch nochmal erklären. Aber ja, vielleicht habt ihr es hier gesehen, mein Mittelfinger ist leider Gottes gerade etwas verarztet worden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es draußen so arschkalt ist und die Luftfeuchtigkeit so niedrig ist, bekomme ich immer so ein bisschen Probleme mit meiner Haut. Das äußert sich dann, ja, einfach auch mal, dass man meinen Fingern so ein bisschen was hier einreißt. Und ja, hier hat sich der Finger leider Gottes so ein bisschen entzündet und da musste ich jetzt so eine Salbe drauf machen und ein bisschen das Ganze hier umwickeln. Aber das fand ich auch eine ganz gute Umleitung zu diesem Paket hier. Wir haben kalte Temperaturen draußen, wir haben niedrige Luftfeuchtigkeit und vor allem haben wir ja unten im Grow Room in der 40 x 40 x 1,20er Box aktuell noch eine Strawberry Cheesecake Automatic in voller Blüte stehen und auch da müssen wir also die Luftfeuchtigkeit aktuell recht niedrig halten. Gleichzeitig haben wir aber in den großen Boxen aktuell kleine Keimlinge drin stehen und die wollen natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit haben. Und so kommen wir jetzt zu diesem Produkt hier. Werbung blende ich natürlich ein. Spider Farmer war so generös und hat uns einen Humidifier, so einen Luftbefeuchter zugeschickt. Das ist hier die 5-Liter-Variante, verbraucht in etwa 30 Watt an Strom und macht ja so einen ganz, ganz feinen Sprühnebel, also arbeitet mit so einer Zerstäuberbasis, vermutlich auf Ultraschallbasis. Und das gute Stück habe ich noch nicht ausgepackt, werde ich jetzt hier direkt mal auspacken und dann gucken wir uns die einzelnen Komponenten an, die hier mitgeliefert werden. Und das Ganze soll dann auch über diesen coolen GGS-Controller, den ich ja zusammen mit dem neuen Lüfter bekommen habe, angeschlossen und gesteuert werden. Wie gesagt, wir machen erst das Unboxing, gucken uns, was ist hier drin original. Und dann werde ich das Ganze unten verkabeln und dann schauen wir uns die neuen Pflänzchen für den neuen Grow an. Also seid gespannt. So, wie kommt also das Ganze dann bei uns zu Hause an? Wir sehen hier eine relativ neutral verpackte Geschichte. Ich kann hier auf der Box von keiner Seite aus erkennen, dass es von Spider Farmer ist. Also man müsste schon relativ deutlich lesen, was da drauf steht.
Gehe ich jetzt mal nicht von aus bei der Menge von Paketen, die da verschickt werden, dass das jeder macht. Aber das soll uns ja auch erstmal nicht weiter interessieren. Wir sehen dann hier drin letztendlich das Spider-Pharma-Logo und ganz zu oberst erwartet uns auch schon die Bedienungsanleitung. Hier sehen wir auch nochmal 30 Watt Stromverbrauch. Wir haben eine Garantie von 2 Jahren, die Spider-Pharma hier gewährt auf dieses Produkt. 5 Liter passen rein. Ich bin mal gespannt, wie lange diese 5 Liter dann auch vorhalten. Denn ich habe nicht vor, dieses Teil permanent an dem Zelt dran zu lassen. Sobald die kleinen Pflänzchen genug und stark gewurzelt haben und ich die Luftfeuchtigkeit reduzieren werde, werde ich das hier für uns privat auch im Haushalt einsetzen wollen. Einfach in den Schlafzimmern für unsere Kleine oder eben für uns, damit die Luftfeuchtigkeit nicht immer so gering ist, weil das ist einfach auch für die Atemwege echt ein Riesenproblem. Also super, dass wir jetzt hier noch so ein Gerät im Haushalt haben. Also ich weiß nicht, wer jetzt so clever war hier. Ich habe hier gerade die ganzen Beutel hier oben aus dem oberen Teil hier rausgeholt. Und hier scheint noch was einiges anderes verbaut zu sein. Aber durch diese kleine Öffnung hier ist das wirklich verdammt schwer, da rauszufrickeln. Puh, also ich musste auch ein bisschen vorsichtig sein, dass ich mich mit meiner dicken Hand und eher mit meiner kleinen Verletzung da auch nicht zu sehr weh tue. Aber ich versuche es mal da rauszufrickeln. So, ich habe es endlich geschafft, alle Teile hier rauszubekommen aus dieser Box. War tatsächlich nicht so leicht und ich durfte meinen Finger auch behalten. Was haben wir also hier mitgeliefert bekommen? Die Bedienungsanleitung haben wir bereits schon gesehen. Wir sehen hier, das ist der Unterbau des Geräts. Hier vorne mit Bedientasten bzw. Leuchten, die uns gerade über den aktuellen Modus aufklären, in dem es ist. Wenn wir hier reinsehen, dann sehen wir hier auch diese kleine Metallplatte. Das ist der Ultraschallteil, der letztendlich diesen feinen Nebel erzeugen soll. Einen Schwimmschalter, der Bescheid gibt, falls der Tank leer ist. Und das hier ist dann die Top-Unit, die hier oben drauf befestigt wird. Jetzt muss ich mal eben schauen, wie rum man das gerne hätte. Also das ist die Vorderseite, ne? Tja, also offensichtlich wird diese Top-Unit einfach nur hier draufgestellt. Ich bin mir gerade nicht ganz hundertprozentig sicher, weil man hier füllt ja hier 5 Liter Wasser ein, ob das ohne zu verschrauben und ohne Dichtung tatsächlich hier unten abdichtet. Das werde ich auf jeden Fall gleich hier auf dem Tisch auch erstmal testen. Hier oben ist ein Deckel. Wie gesagt, hier kommen die 5 Liter Wasser rein. Wir haben eine Füllstandsanzeige hier unten eine Anzeige, in welchem Modus sich das System aktuell befindet. Hier befindet sich ein Anschluss für die RJ24-Stecker, RJ12, nicht 24, RJ12. Das heißt, hier werden wir dann direkt auch den Anschluss an unseren GGS-Controller machen. Wir haben so eine Y-Abgabelung hier, falls wir uns entscheiden sollten, letztendlich mehr als ein Zelt zu versorgen oder halt eben innerhalb des Zeltes an verschiedenen Stellen die Feuchtigkeit auszuleiten. Hier ist so ein kleines Montageset mit so Klettbändern und ein kleiner Reinigungspinsel mit bei. Hier haben wir ein weiteres RJ12er Kabel, einen neuen vakuumverpackten Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Lichtsensor. Den werden wir erstmal auch schön so verpackt lassen. Wir haben ja nämlich aktuell einen Sensor bereits mit unserem Inline-Vent in Betrieb und der greift ja schon letztendlich alle Parameter ab. Also würde ich das hier erstmal als Ersatzteil begreifen. Und hier haben wir einfach noch einen Beutel voll mit verschiedensten Rohren, die letztendlich, hier sieht man es einmal, der kann von 45 bis 180 cm ausgezogen werden und 2 kleine 18 cm bis 62 cm. Also damit sollten wir auf jeden Fall von unserem Tisch, von diesem Gerät aus ins Zelt kommen, um dort die Luftfeuchtigkeit regeln zu können. Gut, ich würde sagen, ich schließe das Gerät jetzt direkt mal an Strom an. Dann füllen wir hier mal ein bisschen Wasser rein und dann gucken wir mal, wie lange es dauert, bis hier der erste Sprühnebel oben rauskommt oder ob ich gleich die ganze Suppe hier vom Tisch einmal aufwischen kann. Also, bis gleich. Und der läuft und er ist dicht. Hätte ich jetzt auf den ersten Blick ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe jetzt erstmal hier nur 1 Liter Wasser reingefüllt. Ganz normales Leitungswasser von uns hier aus der Leitung. Wir haben eine Wasserenthärtungsanlage dran und die hat eine Härte von etwa 4 bis 5.
Ich werde das Gerät erstmal versuchen damit zu betreiben und mir das Ganze einfach mal nach einer Zeit unten anschauen, wie stark da eventuelle Ablagerungen sind und ob ich das oft reinigen muss. Das ist ja Wahnsinn, was das Teil hier für Nebel macht, ja. Ich komme mir vor wie in so einem Terrarium. Na ja, gut, ich werde das Ganze jetzt hier, und das ist auch jetzt in keinem besonderen Modus, ich habe es eben einfach eingeschaltet. Also man kann das alles hierüber bedienen, über diese Front. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert. Scheint auch eine App zu geben, mit der man das bedienen kann, aber das habe ich ja, wie gesagt, erstmal gar nicht vor, sondern als allererstes werden wir das hier in Betrieb setzen an unserem EGS-Controller. Und dann würde ich sagen, also ich finde es total genial, das ist mega entspannt, würde ich sagen, packe ich das Teil hier mal runter in den Keller, mache die Montage in unserem Spider-Farmer-Zelt und dann gucken wir uns mal die Funktion zusammen mit dem GGS-Controller an. Also, alles einpacken, kommt mit runter. Und damit herzlich willkommen im Grow-Keller und in unserem Zelt Nummer 2. Ja, wir fangen jetzt erstmal mit unserem zweiten Zelt an, weil ich ganz zum Ende, ich denke mal, ich habe jetzt erstmal genug über den Luftbefeuchter besprochen und wollte jetzt einfach mal, bevor wir uns den Luftbefeuchter dann hier auch in Action in Zelt 1 angucken, erst einmal unseren neuen Schützling hier mit euch zusammen willkommen heißen. Und zwar unsere kleinen Pflanze hier. Man sieht sie hier. Sie hat am Sonntag vor 3 Tagen das Licht der Welt erblickt. Und das hier ist unsere kleine Trainwreck. Trainwreck von dem Saatguthersteller Royal Queen Seeds. Bekommt jetzt hier direkt auch sein Namensschild. Und wir sehen diese Pflanze jetzt hier, wie gesagt, 3 Tage alt, in einer Erde mit 100% Living Soil der Firma Couple of Plants. Und diese Erde tatsächlich hat schon einen Grow gesehen. Hier stand nämlich zuletzt unsere GG4 von Seedstockers drin. Und das gesamte Wurzelwerk dieser Pflanze befindet sich auch noch innerhalb dieser Erde. Von Couple of Plants gibt es allerdings einen Grow Shot. Und da habe ich mit 4 Gramm pro Liter, wir erinnern uns, hier in diesen Stofftöpfen sind 50 Liter Living Soil eingebracht. Und mit 4 Gramm pro Liter Erde eines Grow Shot Präparats von Couple of Plants habe ich diese Erde sozusagen wieder aufgedüngt. Ich habe hier diese 200 Gramm hier oben verteilt und das Ganze gut mit der Hand eingearbeitet, aber das ganze Beet nicht zu sehr umgegraben. Und nach einiger Zeit habe ich auch noch so ein bisschen Klee hier wieder mit ausgebracht, was jetzt so langsam am Kommen ist. Und diesen Samen direkt in diese Erde reingesteckt. Nun hat das Ganze nicht 3 oder 4 Tage gedauert, es hat tatsächlich eine ganze Woche gedauert, bis dieser kleine Keimling hier sich dann gezeigt hat. Aber das ist mir wirklich vollkommen egal, weil ich habe ja Zeit und ich will hier keine Rekorde brechen, nur wegen der Keimdauer. Genau, wie gesagt, 50 Liter Stofftöpfe sind das hier mit Living Soil gefüllt, die bereits einen Run gesehen hat. Hier in diesem Grow wird es also gehen. Wie gut sind diese Re-Amend-Mixe, diese Grow-Shots, diese Bloom-Shots von Couple of Plants. Und hier haben wir, wie gesagt, die Original Living Soil auch von Couple of Plants in einem 50 Liter Stopftopf. Aktuell auch noch auf einer Selbstbewässerungsstation mit einem Drehteller unten dran, sodass ich wirklich von allen Seiten sehr gut diese Pflanze auch bearbeiten kann. Ja, was ist das Grüne hier links? Das Grüne ist ein Bodenfeuchte-Sensor der Firma Ecovit und der gibt mir so ein bisschen Aufschluss darüber, wie die Bodenfeuchtigkeit im oberen Drittel in diesem Topf ist. Und für alle weiteren Messungen, die etwas tiefer gehen, wie feucht die Erde hier unten ist, habe ich einen Bodenfeuchte-Sensor, kostet glaube ich 5 bis 10 Euro auf Amazon, verlinke ich euch natürlich unten. Und er gibt mir ein bisschen mehr Aufschlüsse, wie die Feuchtigkeit unten in der Erde ist. Wir sind momentan auch noch in einem grünen Bereich, aber ich denke, dass ich bald demnächst auch diese Selbstbewässerungsstation unten wieder auffüllen werde. Die sind nämlich momentan leer. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, Trainwreck, die Pflanze, habe ich mir ausgesucht, weil ich die schon mal probieren durfte und die mir einfach von der Wirkung sehr zugesagt hat. Und ich habe mir hier auch nochmal von der Herstellerseite Royal Queen Seeds eben mal die Sortenbeschreibung ausgedruckt. Und das möchte ich ganz kurz mal vorlesen. Trainwreck, energiespendende, glückliche Vibes mit legendärer Genetik. Trainwreck ist eine Kreuzung aus mexikanischen, thailändischen und afghanischen Landrassen.
Sie ist eine Sativa-dominante 90:10 Sorte, die verspricht, ihrem legendären Erbe alle Ehre zu machen. Mit einem THC-Gehalt von etwa 19% und einem geringen CBD-Gehalt erobert diese potente Sorte den Cannabismarkt mit ihren euphorisierenden, erhebenden Wirkungen und ihrer köstlichen Mischung aus Terpenen im Sturm. Darüber hinaus lieben Grower das ausgezeichnete Ertragspotenzial und die robuste Natur dieser Pflanze. Also, ohne dass ich es damals wusste, als ich das probiert habe, habe ich sofort dieses energiespendende Potenzial gespürt und war total hin und weg. Und es war klar, dass diese Pflanze auch irgendwann mal hier angebaut werden muss. Also Leute, dann drückt mir die Daumen für diesen kleinen, süßen Säbling hier. Wie gesagt, erst 3 Tage alt, aber er wird uns ab jetzt für die nächsten Monate begleiten. So viel zu dieser Pflanze. Ich sag mal Tschüss, Trainwreck, und wir gehen jetzt in Zelt Nummer 1. So, und wie versprochen widmen wir uns jetzt hier unserem Zelt Nummer 1 von Spider Farmer. Dieses Zelt hat wie das zweite Zelt auch eine Stellfläche von 70 x 70 cm und eine Höhe von 160 cm. Ultras dieses Kanals wissen, dass ich mir dieses Zelt tatsächlich selbst gekauft habe und total am Verzweifeln war am Anfang mit dem Inline-Vent. Nun ja, das dient jetzt, wie gesagt, seit genau einem Jahr. Also wirklich vor einem Jahr habe ich den Kanal gestartet, auch mit diesem Inhalt, und macht wirklich einen super Eindruck seitdem. Ihr seht es schon, direkt hier nebendran hat der Luftbefeuchter jetzt seine Position hier gefunden, den ich einfach mit ein paar Klicks hier hinten an diesen schönen GGS-Controller über diese RJ12-Anschlüsse verknüpft habe. Und das hat wirklich keine 2 Minuten gedauert. Und dann war dieses Gerät im GGS-Controller erkannt und hat direkt seine Funktion aufgenommen. Mit der Handy-App vom GGS-Controller habe ich dann auch die richtige Luftfeuchtigkeit für das Zelt direkt eingestellt. Das habe ich gerade gehört. Der springt nämlich auch gerade an, aufgrund der trockenen Luft hier. Schauen wir uns also einmal die Nebelbude hier genauer an. Hier sehen wir, kommt der Wasserdampf vom Luftbefeuchter gerade auf die Pflanze. Gehen wir noch einmal das Setup in diesem Zelt hier durch. Im anderen sind es 150 Watt. In diesem hier haben wir hier oben den Inline-Vent von Spider Farmer gesteuert über den Temperatur- und Luftfeuchtesensor. Wir haben einen klassischen dreiflügeligen, nicht Inline, sondern einen Ventilator, der hier arbeitet, auch seit Anbeginn der Zeit, solange ich hier mit diesem Zelt arbeite. Dabei in dem Setup war auch damals die SF1000 Evo-Lampe, die ich mir auch gekauft habe. Diese soll ja jetzt bald ersetzt werden durch die SE1500 Evo-Lampe, die mir Spider Farmer noch versprochen hat, aber die sie aufgrund von Lieferschwierigkeiten einfach aktuell nicht beibekommen. Aber fingers crossed, ich stehe ganz oben auf der Liste und ich hoffe, dass ich bald bei dem nächsten Shipment auch mit dabei bin und dann hier auch eine 150 Watt Lampe drin haben kann, die einfach die Fläche hier nochmal ein bisschen besser ausleuchtet. Ja, was haben wir hier? Wir sehen, normalerweise halte ich die Luftfeuchtigkeit hier aktuell noch bei 75%, aber weil ich sie geöffnet habe, die Box, wird hier gerade natürlich Nebel produziert, was das Zeug hält, soll aber auch erstmal für die Stimmung vielleicht gar keinen Abriss tun. Aber wir sehen hier unsere zweite Pflanze. Und wie sollte es für ein Spider Farmer Zelt natürlich anders sein? Es ist die White Widow. Und die White Widow Pflanze streckt ihre Wurzeln jetzt gerade nämlich aktuell auch in eine Erde, die bereits durchwurzelt ist. Hier hat zuvor die Ruku Kuku OG von Seedstockers nämlich ihre Wurzeln drin gehabt. Und das hier sind 50 Liter von Sonnenerde. Sonnenerde, auch laut Hersteller eine Living Soil mit einem anderen Konzept als Couple of Plants. Diese Living Soil habe ich auch nicht umgegraben. Ich habe genauso wie bei der Couple of Plants Erde 200 Gramm von dem Grow Shot von Couple of Plants hier eingearbeitet. Und jetzt werden wir mal sehen, wie diese beiden Sorten, diese beiden Pflanzen darauf reagieren. Und ich bin total gespannt. Diese hier hat genauso viel Zeit jetzt gebraucht für das Keimen wie die Trainwreck, also war genau eine Woche lang in der Erde. Ich habe hier keine speziellen Temperaturen eingestellt, es waren einfach 20 Grad. Und ja, das hat einfach 20 Tage gedauert. Aber wie gesagt, wir sind ja nicht hier, um Rekorde zu brechen, sondern uns einfach verschiedene Sorten und verschiedene Anbaumethoden anzugucken. Auch diese
Pflanze hat den 50 Liter Stofftopf von Root Riot. Man kann es hier hinten erkennen mit diesem Moisture Stop Liner, der wirklich sehr, sehr gut ist darin, die Feuchtigkeit in der Erde zu behalten. Ich muss da teilweise ein bisschen aufpassen, dass die Erde nicht zu nass wird. Und er steht natürlich auch auf einem Drehteller und diese Selbstbewässerungsstation. Gut, zur Information, der White Widow ist tatsächlich leider nicht so viel zu sagen, außer dass die White Widow Sorte von ihrer Herkunft einfach sehr umstritten ist. Wer tatsächlich als allererstes das erste Saatgut mit der White Widow hatte, die White Widow jedenfalls von Royal Queen Seeds ist eine 50-50 Sorte, also weder Sativa noch Indica dominant und stammt aus einer unbekannten Herkunft einer White Widow der S1-Generation, soll auch bis zu 19% THC liefern und hat ebenfalls einen niedrigen CBD-Gehalt. Allerdings ist diese hier nicht aktivierend, sondern soll wohl eher stoned und sedierend sein und vor allem her auch von der Wirkung sehr stark. Aber da bin ich natürlich mal sehr gespannt, weil ich mich tatsächlich gar nicht daran erinnern kann, jemals bewusst eine White Widow konsumiert zu haben. Aber jetzt muss ich mich natürlich erstmal gedulden, weil das dauert natürlich erstmal ein paar Monate, bis diese photoperiodischen Pflanzen überhaupt so weit sind. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, nein, ich wollte noch sagen, in beiden Erden schlummern ja auch immer noch unsere Regenwürmer. Die habe ich tatsächlich auch wieder gesehen, als ich hier den Dünger ausgebracht habe und etwas umgegraben habe, habe ich vereinzelt wieder ein paar Regenwürmer mit ausgebuddelt, die wohl in der oberen Schicht waren in beiden Töpfen. Ja, und die freuen sich sicher, dass es hier weitergeht, dass sie ihr Zuhause behalten dürfen, dass hier auch leicht abgestorbenes organisches Material ist. Die freuen sich wahrscheinlich auch über die alten Wurzeln der alten Pflanze. Und die arbeiten das jetzt natürlich zu wertvollem Humus auch um. Und ich denke mal vom Konzept her Living Soil Beet, ja, geht es doch fast kein bisschen näher als jetzt gerade aktuell. Also drückt mir die Daumen, dass dieser Staffel Nummer 3 mit diesen 2 neuen Pflanzen ebenso wie der Grow davor ein voller Erfolg wird. Und damit das auch ein Erfolg wird, seid ihr natürlich ganz, ganz wichtig da draußen. Ihr habt mir wirklich jetzt in diesem letzten Jahr so viele wichtige Tipps gegeben und seid ein wesentlicher Bestandteil davon, dass die letzten Grows so erfolgreich waren. Und mich würde es einfach freuen, weiterhin regelmäßig von euch zu hören, weiterhin natürlich eure Klickzahlen zu bekommen. Es macht mir einfach viel, 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 viel Spaß zu sehen, wie viele Leute so viel Freude damit haben. Ja, und mir bleibt einfach nicht mehr zu sagen, als bleibt mir gewogen, seid lieb zueinander und ich freue mich auf eure Kommentare und ja, lasst uns einfach im Austausch bleiben. Bis bald, euer Michi.